Wir wollen von dir in der Serie, als der latste Bootschoft, wat ich in diese Serie wil bringen. Und die Serie nennt sich Gott Es Met Die. Und ich will uns weiter ein bisschen mithelfen, denken und kicken an unser, das Bild, was wir haben, das ist ein Eva-Bild für diese Serie. Die kann sein, du kannst den kleinen Mensch finden. Nicht so? Kann ich den alle sein? So erst das Fertig mit uns. Wir fühlen uns so sehr klein. Wir kicken, was Vater uns ist oder was Roma uns ist und wir wundern, wo wir hingehen. Wo geht das alle hin? Wir fühlen uns so klein und wir fühlen uns allein. Wir kicken rum und wir sehen Dinge, die gehen an und wir fühlen uns so klein. Aber kicken wir, was du geschrieben hast, Gott Es Met Die. Wo sind die wir? Das ist ein Roma, den Mensch. Das ist nicht, dass Gott weit auf ist, das ist nicht, dass Gott in der Ordnung steht, ist Gott ist mit uns, wo wir sind. Und das bedeutet nicht, was Vater uns ist, was besieht uns ist, wir sind nicht allein. Und das ist der Thema, was ich von dir will anreden. Wo ist Gott, wenn wir uns allein fühlen? Also wir wieder gehen, werden wir anfangen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir freuen von dir, Gott, dass du was mit uns sein. Ich sehe mir nur sagen, Gott, das sind Menschen von dir und das ist Kirche und vielleicht in die Herzen untersteht, die von sich von dir sehr allein. Gott, ich bete, dass du was uns persönlich fern mit dir jetzt. Wir freuen Gott, dass du was uns dort loten weiten, dass wir dort feiern können, dass du mit uns bist. Und Gott, ich bete, dass du was mir von dir die klare Line am Hort, wo ich das soll bringen, dass ich ein großer Trost sein für uns von dir. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Gott Es Met Die. Das ist Fan, wenn wir feiern so. Das ist Fan, wenn wir ordentlich sein. Gott, der schafft in das Leben. Aber es sind Tiden, wo wir uns ganz allein feiern. So, wo ist Gott, wenn wir allein feiern? So, was ist das, dass wir Einsamkeit haben? Oder Loneliness, wird wir sein. Was ist das? Das ist, wenn ein Mensch fällt sich, so dass sie ganz allein sind, dass sie aufgestanden sind für andere. Das ist eine Feiling. Das ist eine Anstellung. Das ist, wo ein Mensch sich die Welt sein wird. Wenn wir allein feiern, das ist nicht einmal, dass wir allein sind. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, wo wir verstehen. Das ist für viele von uns mehrlich, dass die viele Raum uns sind, viele Menschen. Aber deswegen fallen wir uns allein. So allein feiern ist dort, das ist eine Feiling. Einsamkeit ist eine Feiling. Das ist, wo wir die Welt sein. Und das ist Ferken, wo wir zurückkommen, ist Ferken, dass wir uns ordentlich anstellen, in den Gedanken, in den Hort, dass wir sein, was Gott uns tut, wer Gott uns bringen wird, und auch, dass Gott es mit uns. Wir müssen uns in Glauben ordentlich anstellen, wenn wir uns allein feiern. Das ist interessant. Wie viele von Ihnen von dir haben ein Smartphone? Wie viele von Ihnen haben WhatsApp? Wie viele von Ihnen haben Facebook? Und Textmessages? Du hast niemals eine Zeit in der Welt gewesen, wo wir so leicht können mit einem anderen reden. Aber ich würde von dir sagen, dass du hast niemals eine Zeit gewesen, wo Menschen sich allein feiern. Wir sind eine Volk Menschen in Kanada und wo immer wir leben. Wir haben alles, was uns fehlt, dass wir nicht allein feiern, aber deswegen wir fallen uns so allein. So, was ist das dann? Wir sollen tun, wenn wir uns allein feiern. Ich glaube, das erste Ding ist, wir sollen das annehmen, dass allein feiern, das ist schwer. Du sind Menschen von denen, die hier sind, und die fühlen sich allein. Vielleicht fällt jemand nicht allein, aber wenn wir dort sein, dann das ist eine von den schwersten Dingen, was ein Mensch kann durchgehen. Allein feiern.
Maar er zijn een paar oorzaken waarom mensen nog maar alleen feilen. Ik geloof een oorzaak is, en dat is vielleicht de grootste, als die mensen wat einer zich onhouden deed, die verloten. Vielleicht sterven die. Oder vielleicht hast du eine Gemeinschaft, die zwei Brecken deed en een mens verlaat. En du hast een Lach, wat mo gefällt wir, von einem Mensch, wat wie mit Gemeinschaft hatten. Und wir fallen uns allein, wir fallen uns du hast nur ein Lach, wo der Mensch mo wir. Ich glaube, nach einer Woche, wo wir uns allein fallen, ist, wenn Menschen uns verloten. Das sagt nicht, dass sie ganz wach sind, aber die tun uns zu Sieg schieben. Die tun uns anschmieren. Die drehen sich die Regen noch ans. Und das ist nicht bloß, dass wir nie ohne die Gemeinschaft sind, was wir haben. Das ist, dass sie sind nie Porte gehen und wir fallen uns durchgeklingt mit was sie deuten noch uns. Und wir können uns so sehr allein fallen. Ich glaube, noch eine Ursache, woran wir allein fallen. Wir merken entscheiden, was wir nicht sollen, dort wir Menschen wegschüben dann. Da wird vielleicht ein bisschen Spaß gemerkt von älteren Menschen, die armer grunzen dann. Wenn sie sind allein. Aber erst dort merklich, dass sie sind allein, wenn die hat Lebenszeit gegrunzt. Erst dort merklich. Die haben für Lebenszeit Menschen weggeschoben und dann wundern sie, wenn sie alle sind, warum sie allein sind. Und ich glaube, wir können entscheiden merken in unserem Leben, wo wir Menschen wegschieben tun, und das wird nicht neidig sein, wie das tun. Und dadurch, wo wir allein, sind wir allein. Und wir machen das dann ändern, dass wir in so einer Weise mit Menschen handeln, dass wir nicht wegschieben tun. Ich glaube, das sind auch Zeiten, wo wir fallen, wir sind ganz allein, Gott verlässt uns. Und das will sein, dass diese Serie, das ist nicht das Wort hat. Das ist nicht, dass Gott uns verloten hat. Das ist, dass wir so feilen, dass Gott uns verloten hat. Was passiert in unserem Leben? Was Gott lässt wohnen in unserem Leben? Wir fallen uns fertig, dass Gott hat uns verloten. Wir fragen, wo können Gott so eine Dinge loten worden damit? Und wir fallen uns allein. Wir fallen, dass Gott hat uns verloten. Ich denke ein bisschen an die Vers in Psalm 13, Vers 2. Und er sagt es dort. O Herr, wo lang wirst du mich so ganz verjäten? Wo lang wirst du die von mir nicht seinen lohnen? Gott hat uns die Freiheit gegeben. Er hat uns Folgendes gegeben, so dass wir nur am Beten. Mit sind es das Gebet. Und Gott fragen, wo bist du? Ich fühle mich allein. Ich fühle mich einsam. Hier ist eine große Trost für uns von dir. Gott weiß, wo sich dort feilen wird, zum allein feilen. Jesus Christus fällt sich allein, wenn er auf dieser Erde war. Markus Kapitel 15, 34 der Vers. Das ist, wenn Jesus auf dem Kreuz war. Wir wollen ein klein bisschen überdenken, wer ist Jesus? Und wer wie Jesus in dieser Zeit? Jesus hat für alle Ewigkeit in vollkommener, ohne Sinn, perfekt Gemeinschaft gehabt mit dem Vater und den Heiligen Geist. Die wir niemals was zwischen gekommen. Die wir einmal in alle Zeit in Gemeinschaft. Die wir niemals allein. Und wenn die perfekt sind, die fallen sich niemals allein. Und in diesem einen Moment, wenn Gott der Vater und Gott den Heiligen Geist sich drehen, der Regen drehen von Jesus Christus. Jesus Christus wird für die erste Mal ganz allein. Wir haben uns mit Klimaten anlassen. Wo wird das sein? Wir können es nicht mehr begreifen, was das wir. Jesus Christus kann nichts anderes als eine vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater in den Geist. Aber doch, hör mal, was Jesus sagt in Kapitel 15 von Markus.
Hij zegt, de klok 3, no mehr schrie Jesus luid, Ali, Ali, sabachthani. Dort meint, mein Gott, warum hast du mich verloren? Jesus selbst kann mitfeilen mit dir, wenn die so allein feilen ist. Wenn Jesus erst selbst gewasst. Aber hier ist, was die Bibel uns klar lernt. Dort ist vielleicht nicht, dass wir dort sein können. Dort ist vielleicht nicht, dass wir dort feiern können. Aber Gott ist immer mit uns. Paulus wusste das. Und er schreibt in 2. Timotheus Kapitel 4, er schreibt in Timotheus und er sagt am 13, dass er soll wieder wachsen und er soll sich in Predigt wieder schaffen und dass Gott mit ihm wird, Gott wird ihm die Gnade geben zum Leben in seiner Weise, was die Kirche wird abbauen. Aber Paulus selbst, der fällt sich allein. 2. Timotheus Kapitel 4, 16 und 17 sagt es das. Als ich dort erstmal die hier wir, stund mit keiner bei. Sie verleiten mich alle. Mocht dort nicht jängen und geholen worden. So Paulus sagt, wenn mir dort fehlen, die dort ordnen würden anstehen für mich, die verleiten mich alle. Er fällt sich ganz allein, er wird ganz allein. Behorch mal. 17 sagt, O Ba, der Herr stund mir bei und gab mir die Kraft, die Bootschoft zu geben. Dass alle Völker hören können und ich werde von den Leib sein Fried geschaut. Paulus wird verloren, Paulus wie allein, aber der Herz stund bei ihm. Ich weiß nicht, wie ihn von der feiern dann. Vielleicht fällt ihn allein. Aber in Krax in der Weich, dort Gott mit Paulus wir, wenn er durch in Gefängnis setzen wird, Gott es mit die von dir. Das ist vielleicht dort, wie so lange haben uns allein fallen, wir wissen vielleicht nicht mehr, wo wir können Gemeinschaft haben mit Gott. So, wo können wir dann Gemeinschaft, Verhältnis haben mit Gott, wenn wir uns allein feilen? Ich weiß nicht, warum wir allein feilen, aber ich weiß, der Antwort ist Jesus Christus. Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Und dort fängt an, mit uns bekehren, uns hingeben, Jesus annehmen. Jesus kann nicht in uns leben durch den Heiligen Geist, wie Jesus Christus annehmen und wie in den wahren Geburt kriegen. Dort können wir nicht Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. So, der erste Part ist, wir müssen Jesus annehmen. Wir müssen am Frieden, dass er uns heilt und uns Herrn ist. Der zweite Part ist, wir müssen Zeit nehmen, um Gott sein Wort studieren. Das ist, wo Gott in uns reden wird. Das ist, wo wir von Gott hören. Nicht erst, wann wir in Gott sein Wort sein, dass wir von Gott hören dann. Wir sind niemals allein, wenn das Buch ab ist. Dann können wir von Gott hören. Und Gott redet nur uns. Gott treist uns, wo immer wir sind. Der zweite Part ist, so viel ist möglich. Nehmt Zeit für die Kirche. Nehmt Zeit für Gott, seine Kirche. Das ist Werken, dass Gott seine Leib bewiesen hat durch andere Menschen. Und wenn wir allein feiern, Gott will für andere Menschen brauchen, um seine Leib noch uns wiesen. So vieles möglich kommt taub mit anderen Christen. Und ich denke, ich glaube, das ist ein großer Part. So viel ist möglich, weil wir die Dinge abhören down, wird uns wieder und wieder wegschieben wird von Menschen. Dass wir nicht mehr allein feiern. So wie sind die Menschen, die andere wegschieben down, wenn wir uns allein feiern down? Wer will lieber Zeit mit Gott nehmen? Wer will lieber mit Menschen taub sein? Noch ein Thema, was ich von dir will anreden, und das glaube ich ist ein Thema,
wo wir verken, weil nicht kragt, was soll wir glauben an das. Und dort ist, wo ist Gott, wenn wir in einer Depression sind. Das ist ein Thema, was wir wollen da nicht von reden. Wir wollen nicht davon reden, wo ist Gott, wenn wir uns so sehr in der Seele bedreckt fühlen. Und ich glaube, der Anfang ist vielleicht, wie verstehen das nicht ganz reich. Viele der Brücken, dort wird nicht sein Leben bis Nerventrouble. Und mit dort sein Nerventrouble, wie bringen dort vielleicht ein bisschen Ruhe, dort ein Mensch, der Verstand verlieren wird. Der hat bis Nerventrouble, sagen wir. Aber Depression, Verlegenheit, ist so, was eine Feiling ist. Das ist, wo uns Gedanken schaffen wird. Und das ist wirklich in der Krankheit. So, wo do wir dann Gemeinschaft haben, wenn wir oder andere in Depression sind? So, was ist Depression? Dort ist eine Feiling. Dort ist eine Wahrheit, wo in der Welt sein, wo ein Mensch sich traurig fühlen wird, ladig fühlen wird, hopeloos fühlen wird für eine lange Zeit. Und ich würde sagen, dort ist eine Anstellung so zu fühlen. Und sie können du mit was sie tun, du bist nicht ruhig. Dort ist, was Depression ist. Welche Menschen in Depression sich das erklären? Dort ist ein bisschen eine schwarze Weg, was immer eben ein Mensch ist. Dort ist immer so düster. Und dort hat immer die Sonne ausschwarten von Mensch. Dort ist, was sich da feiern wird. Andere sagen, dort ist ein bisschen das Proben in Wuter Terran. Und der Prof Terran, das ist mehrlich, aber der ist keine Kraft, dann dort tun, was ein Mensch will. Dort ist ein bisschen das Untergehen in Wuter. Und der Prof boven der Wuter zu bleiben, aber das spätestens das geht bis Unger in Unger. Andere sagen, das ist ein bisschen ein Stein in Hartmat drin. Und ich weiß nicht, wenn die von der fallen, die sind in einer Depression. Die haben vielleicht auch noch alle Sorten weh, wo die würden können erklären. Das ist, wo ich mich feiern da. Aber wo kann wir sein, wo dort andere Flächen sind, dass das Krankheit sind? Wenn Menschen sich ohne Hoffnung feilen dann. Und ich rede, das Feilen, dass das keine Hoffnung ist. Das gibt eines nicht. Das ist hopelos. Ich darf nicht proben. Da wird eines nicht geben. Und in so einer Anstellung, du bist nicht ordentlich, kann überdenken. Du hast fertig mit Depression und ein Verlangen, bis allein zu sein. Keiner anloten. Du hast fertig dort ein Mensch, der in Depression ist, der kann nicht feiern. Dort ist ein bisschen die Gedanken, dass der Seil, der ist betäubt, der kann nicht feiern. Du hast fertig dort ein Mensch, vielleicht nicht einen Appetit mehr hat, der kann nicht gescheit essen, oder der gehen in eine Ordnung wegnehmen, die haben alle Sorten Verbundenheiten, wo sie sich anhalten tun. Über die Jahre, wenn ich mit Menschen habe geschafft, und sie sagen, sie sind verbunden an Drugs oder Alkohol oder was immer. Ich habe noch niemals gesehen, dass ein Mensch nicht verbunden ist wegen Schwierigkeiten. Menschen, die bleiben in diese Bundfährten, in die Anwarnungketten, wegen sie in eine schwere Feiling mit drin. Und das ist ein Beweis, dass sie sich nicht recht fühlen. So, wenn Menschen Alkohol trinken dann, und sie sich Tosa trinken dann, das ist fertig, wenn sie wollen, die Weide, was sie in der Seil haben, betreiben. Noch eine Wahrheit, wo wir können sein, ist ein Mensch, der sich depressiv fühlt, der fühlt sich schuldig über alles. Die sollen leicht denken, das ist alle meine Schuld. Das ist alle meine Schuld. Und ein großer Part, was ich glaube, wir müssen von reden, ist, ein Mensch, der depressiv ist, der denkt, fertig an sich das Leben nehmen. Und fertig ist, dass so ein Mensch, der will nicht seine Gedanken haben, aber sie fingen sich wahrer und wahrer mit seinen Gedanken. Und zweite, laatst, das ist, dass Gott sein wird, und beten ist sehr, sehr schwer. Aber hier ist das Ding. Und viele Frauen, ist das artig,
dat in Christ depressed is. Een andere wijze wie we kunnen zijn, is dat een zin dat een mens depressie heeft. En ik wil zeggen, de antwoord is nee. De antwoord is nee. Depression is een feeling, waar we een zware tijd de waarheid te zijn van wat we ons aangeeft. Dat is dat we in een tijd zijn, waar onze gedanken niet klar schaffen können, dat we de waarheid kan feilen en zijn. So waarom zijn we dan werken in depression? En ik rede niet bloß van een dag, vielleicht so feilen, wir sind vielleicht ein bisschen traurig, aber von einer langen Zeit. Waarom gaan we in zo'n tijd aan? Ik glaube, een van de grootste dingen is dat we drehen welke dingen met, van kleinheid aan, wo ons wordt vernicht, ons wordt gestaat, en we drehen dat met in onze zeil, en met de tijd, dat wordt zo schwer, onze zeil, die jeft uit in zo'n weg, waar we kunnen zijn. Nog een oorzaak waarom mensen nog maar in depressie zijn, du hast zo'n grote schande van wat zij doorgegaan zijn. En ze proberen zo zeer dat een geheimnis te houden, dat pleitsch houden, wat ze zijn doorgegaan, dat er wordt zo'n grote lood aan gedanken, dat de gedanken die jeft uit. Nog een ding is dat wanneer we zin proberen pleitsch te houden, onbekende zin. En we houden dat in ons, en we proberen dat zo te versterken. En we schaffen met alle onze kracht dat pleitsch te houden, dat we ranen uit een kracht, onze zeil en onze gedanken ranen uit een kracht, dat we niet meer kan klar denken. Dat zijn dingen wat we vielleicht kan verstaan. Maar nog een oorzaak waarom mensen nog meer depressie hebben, en dat is, heeft ganz te doen met hoe de körper schaffen dat. Dat passiert nog maar dat in körper zo'n zware tijd doorgaat, dat de gedanken, die worden ook met verbunden en de gedanken schafft dat niet meer geschieht. Zum Beispiel, wenn wir sagen, er ist ein Herzschlag und er wird operiert, dat is een zeer zware tijd wat de körper doorgaat. En de körper is zo wie erop, die neemt de gedanken met. En dat heb ik ieder mooie zijn in mensen. So, er zijn viele Wege of viele Ursachen, waarom mensen in depression zijn. Maar ik wil van deel ons trösten, met wat we kunnen, wanneer we in depression zijn, wanneer we ons alleen feilen door depression, eruit komen. En ik wil zeggen, dat is niet dat we kunnen zijn, wanneer we deze drie dingen, ze staat en ze staat en ze staat doen, dan worden we eruit komen. Dat is niet zo. Aber de antwoord voor depression zijn voor ons in een paar wegen. En de eerste is dat. We moeten God vertrouwen, wanneer onze feiling ons verleiden doen. We moeten Gott vertrauen. Wir können vielleicht nicht feiern, wir feiern vielleicht nicht, dass wir das wollen. Aber wenn wir noch abgeben in uns Vertrauen in Gott, was haben wir dann? Und das ist vielleicht nicht, dass wir feiern uns, wir sind stark. Aber fern erst, dass Versöhner was in der Deeper Depression ist, bloß nicht abgeben. Wenn du bloß so ein kleiner Glauben hast, und bloß so ein kleiner Vertrauen, was wir haben, dass Gott noch mit uns ist, werden wir an dort klein mit haben. Und den kleinen Vertrauen festhalten. Das sind Zeiten, wo wir dort nicht verstehen, was tät Gott in mir, was lädt Gott in mir. Aber in der Zeit halten wir uns an Gott. Wenn Gott wir mit uns in den guten Zeiten, und wenn wir uns am Sein können, und wenn wir vielleicht nicht kann feiern, wenn der Ursachen angeht in uns, werden wir dann nicht Gott zu sehen sein, allein. Werden wir lieber an Gott antworten, so gut es wir können. Und dort ist der zweite Part. Reg ut nur Gott, so gut es du kannst. Ein von den größten Dingen, was
Menschen, die in Depression sind und wenn sich so allein fühlen, dann, als sie fühlen sich so schuldig, dass sie nicht eine Verlangen haben für Gott. Und mit dort schämen sie sich damit, und mit dort tragen sie sich noch wieder zurück von Gott. Aber ich will uns von dir treffen, wer will, wenn wir uns so allein fühlen, depressiv fühlen, wer will uns nicht zurücktragen von Gott? Wer will so gut ist wie dann kann, wenn das nicht vollkommen ist, wenn das nur ein kleines Bett ist, wer will ausrichten nur Gott? Warum sagt das? Römer Kapitel 8, 26 Vers sagt es das. Und Gott so haupte jetzt uns in unsere Schwachheiten. Und wir würden können sagen, Depression kann wir annehmen in diese Schwachheiten. Willst wir weiten nicht einmal, wo wir so reich beten sollen. Ein Mensch, der in seiner schweren Zeit ist, der kann fertig nicht. Wo soll ich reich beten? Wo soll ich mich reich feiern? Aber, sagt er, der jetzt bet für uns, mit unserem Gefühl, dort wir nicht wir dafür haben. Gott weiß, was in uns hart ist. Gott weiß, was wir verwünschen. Gott weiß, wo wir wünschen, wie wir in Ordnung sind. Gott weiß, wo wir uns feiern. Und es ist in den Tiden, wo wir uns rauf und so doof feiern, dass Gott kämpft mit uns. Ein Ding, was ich gleich sagen möchte, ist, wenn ein Mensch nicht kann lesen in der Bibel, wenn sie so rauf in Depression sind. Ich sage fertig nur Menschen, nehmt Zeit für Psalm 139 bis 150 durchlesen. Und probiert diese 11 Psalmen durchzulesen. Wir fangen an in 140 bis 143, wo David redet, wo er sich depressed fühlt. Er fühlt, dass Gott es tun will. Gott ist weggegangen, Gott hat ihn verloren. Er fragt Gott Dinge so, wo lang Gott, willst du die verstärken von mir? Wo bist du? Warum verleiht mich das? Aber 144 bis 150 sagt, wo Gott am Gerüt geholfen hat. Wie kann das vielleicht, wenn wir in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit sind, wie kann das vielleicht nicht sein, wo Gott schaffen wird? Aber fragen erst, dass wir sollen kicken, wo Gott Wort uns anbringen. Und uns festhalten und dort. Wie kann das vielleicht nicht sein, wo Gott Wort unser Feiling ändern? Aber wir können kicken, wo er Wort schaffen, in Vertrauen. Wenn der Vertrauen nicht vor dich ist, aber wir können uns an Gott halten. Gleich noch ein Ding ist, wir sollen uns selbst der Wahrheit sein. Was ist die Wahrheit? Das ist, wenn wir allein fühlen oder wenn wir depressiv sind, das ist sehr leicht, die Wahrheit nicht kann annehmen. Wir fühlen uns nicht, dass wir viel wert sind wie Gott. Wir fühlen uns nicht, dass andere uns gut sind. Wir fühlen nicht so, dass wir irgendeine Ursache haben zum Leben bleiben. Wir fühlen uns nicht, dass wir mithelfen. Aber was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, was Gott sagt von uns. Die Wahrheit ist nicht, wo wir uns feiern tun. Die Wahrheit ist, wo Gott sagt, Dinge sind. Wir müssen uns halten an die Wahrheit. Und wenn unsere Hänge schwach sind, sollte sein, wir können nur groß abends angreifen. Aber Gott sein wird, wer Gott sagt, wir sind, ist warum. Das ist ein Wort, wie uns handeln. So, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Gott ist uns gut. Die Bibel sagt es, ewan. Gott ist uns gut. Die Bibel lehrt uns auch, dass wir sind nicht allein. Du sind viele in unserem Leben, wo wir vielleicht nicht mehr sein können. Wir können nicht mehr sein, dass andere mit uns können.
De woord het erst dat Gott Es Met ons. Römer kapitel 8, 38 tot 39 zegt es dit. Ik lees dit zover laatste zondag. Ik zie mij zeggen, dat niet dood, oder dat leven, nicht Engel, oder Gewalten, nicht jengen wird, oder Zukunft, nicht die Welt über uns, oder die Welt unter uns, oder irgendeiner andere Kreatur uns von Gott seiner Life scheiden kann. Die in Christus Jesus, unseren Herrn, ist. Ich will sluiten van deel met een klein beetje van mijn zeugnis vertellen. Da wir mehrere Jahre terug, ich war 18 Jahre. Und ich war groß, eine sehr gute Zeit durchgegangen. Gott hat mich geheilt von der Krankheit, die ich hatte. Wir viele, die über mich beten deuten. Und about 6 Monate nach der Zeit, und ich fühlte mich so sehr handgegeben von Gott. Dat Gott loven voor wat hij deed in mij. Na een dag dan kwam door een dag en ik voelde me een beetje anders. En ik wonderde wat je aan met mij. Feiling, ik kon me niet treffen, ik voelde me verdrietig. En met dat, paar deel ging wieder en dan bald dan kon ik meest niet feilen. Dan bald dan leidt alles onder hoopning. En ik wonderde wat je aan met mij. En ik bid en ik praat met God, hij zal deze Feiling wegnemen. En wieder, ik kon niet meer schaffen, ik ging naar de Bibelschool en ik kon mijn klas niet fertig brengen. En ik lag in bed. Ik kon niets meer doen. En in al deze tijd, ik heb iedere dag mijn hart aangezegd. God, waar zijn ik? En ik kon niets vinden. En wie moet met later dat ik uitvingen dat ik had depression. Dat is voor mij dat zijn. Dat is een zeer distre tijd. Ik wil niemand terug gaan. Maar weet je, God weer met mij. Er werden de versen in Psalm 141, wo ik aanvangen deed. En ik lees durch bij een eng boek. En God weer met mij. Nu waren tijden waar ik keine woorden had feilen. Maar ik voor een dokter zijn. De dokter die helpt mij met medicijn, dat ik van de universiteit mijn körper kan zich verheven. En ik kan hier verder van deel staan en zijn dat God es met die. Gott es met mij was van die tijd aan en ik zende niet meer aan die diepe wal. Maar ik weet wat ik daar feilen deed. En ik weet, er zijn vele van jullie wat vielleicht alleen feilen van deel. De antwoord is niet andere wegschieben. De antwoord is niet Gott wegschieben. De antwoord is aan Gott te houden. Vasthouden. Wenn Gott is de antwoord voor onze eenzaamheid. We sluiten met gebed. Lieve hemelse Vader, ik ben zo dankbaar voor mijn in het leven dat u hast mij in die tijd uitgebracht. Dat we morgen jou wieder, dan fand ik op waar de licht te zijn. En dat we durch wat die in durch mensen deed, dat we wat die durch God zijn woord deed, dat ik door zijn uitje kom. Wir können das nicht verstehen, Gott, warum wir uns so allein feiern. Aber Gott, ich bete, dass du wirst uns als Kinder Gottes die Kraft geben, dass wir uns an die festhalten. Gott, hab uns nicht abzugeben, wenn wir uns allein feiern. Hab uns zum Rütregen der andere. Und dass du wirst von dir, Gott, uns dort weiten lassen, dass du bist mit uns. Lieve hemelse Vader, ik bid van jou voor die wat hier en dat en die weten niet waarom die zich zo feilen, waarom die zich zo alleen feilen dan God. Das ist die uns versprechen hast in Römer Kapitel 8. Wir freuen, dass du wirst uns die wir geben, dass wir können nur die beten. Du wirst ernst tun für uns, dass wir wollen nicht abgeben. Und lieber zurückdrehen, nur ein Gott, was uns gut ist. Ich bete in Jesus' Namen.
Amen.